Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um einen sogenannten Sicherungsfinder von PeakTech, das Modell 3432. Es besteht aus zwei Komponenten, wie ich gleich noch zeigen werde. In diesem Video werde ich allerdings nur den sogenannten Transmitter einsetzen und noch nicht die vollständige Messung durchführen. Auf diesem Bild sehen wir die beiden wesentlichen Komponenten, den Empfänger und den Sender. Der wird in die Steckdose eingesteckt und man kann dann ein Signal senden, das von dem Empfänger empfangen wird. Das werde ich allerdings erst im nächsten Video genauer betrachten. In diesem Video werde ich den Transmitter einsetzen, um den Zustand von Steckdosen damit zu überprüfen. Wir sehen hier das Ganze vergrößert. Hier sind insgesamt 7 verschiedene Zustände angegeben, obwohl es mehr als diese 7 Zustände gibt. Man kann die RCD testen und genau das werde ich tun. Ich werde zunächst diese 7 Zustände testen, noch einen weiteren Zustand dazufügen und schließlich einmal die RCD testen. Dabei wird dann auch deutlich werden, was mit den einzelnen Beschriftungen in diesem Bild gemeint ist. In diesem Bild sehen wir nun den Aufbau der Messschaltung. Es ist einfach eine Steckdose vorhanden, in die der Transmitter eingesteckt wird. Es ist korrekt verdrahtet, das spiegelt sich hier wieder in dem Schema. Die linke Lampe leuchtet nicht, die mittlere Lampe leuchtet grün und die rechte Lampe leuchtet ebenfalls grün. Das Ganze ist mit Correct Wiring beschriftet. Wir sehen, oben an der Steckdose befindet sich der Außenleiterkontakt rechts, der Neutralleiterkontakt links und der Schutzleiter in der Mitte an den Krallen. Dies ist genau der Zustand, in dem sich der Transmitter befinden muss, wenn ich denn gleichzeitig auch den Empfänger einsetzen möchte, was ich ja in diesem Video, wie bereits gesagt, nicht vornehmen werde. Man sollte hier allerdings auch bedenken, dass beim Umdrehen des Steckers in der Steckdose natürlich damit dieses Schema nicht mehr eingehalten ist. Es kommt also durchaus darauf an, wie der Stecker in der Steckdose angebracht ist. Im folgenden Fall sehen wir, dass die linke rote Lampe leuchtet und die beiden grünen LEDs leuchten, genauso wie das in dem Schema auch angegeben ist. Die Beschriftung sagt hier Hot and Ground Reversed, also der Außenleiter und der Schutzleiter sind miteinander vertauscht. Außerdem steht dort Missing Ground, der Schutzleiter fehlt. Man kann also eigentlich hier nicht davon sprechen, dass die vertauscht sind, sondern es ist so, wie wir oben erkennen. Der Außenleiter liegt auf dem Schutzleiterkontakt und der Schutzleiter fehlt vollständig. Dann ist es eben so, dass links die rote Lampe leuchtet und auch die beiden grünen LEDs aufleuchten. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, die unbedingt vermieden werden sollte. Die folgende Situation ist nun ähnlich der vorangegangenen. Der Außenleiter und der Schutzleiter sind vertauscht und der Schutzleiter ist auch tatsächlich dort angeklemmt, wo eigentlich der Außenleiter hingehört. Wir sehen das hier oben. Der Neutralleiter ist ebenfalls vorhanden. Dabei soll nun links die rote Lampe leuchten, die mittlere grüne LED leuchtet nicht und die rechte grüne LED leuchtet ebenfalls. Man kann das im Bild nicht allzu gut erkennen, das ist aber tatsächlich der Fall. Beschriftet ist das Ganze mit Hot and Ground Reversed. Der nächste Fall ist eigentlich nicht kritisch. Hier sind der Außenleiter und der Neutralleiter miteinander vertauscht. Es gibt keine Vorschrift dafür, ob man den Neutralleiter nach links oder rechts anklemmt, beziehungsweise den Außenleiter nach rechts oder links anklemmt. Insofern ist das nicht kritisch. Wir sehen aber, dass in der Beschriftung des Gerätes hier Hot and Neutral Reversed steht und dass auch die rote LED und die mittlere LED angehen. Das heißt, aus Sicht dieses Transmitters ist das ein kritischer Fall. Das ist deshalb so, weil aus dieser Konfiguration heraus das Gerät nicht als Sicherungssucher eingesetzt werden kann. Damit habe ich zwar keinen irregulären Zustand der Steckdose, zur weiteren Messung mit dem Sicherungsfinder ist das Ganze dann allerdings nicht mehr geeignet. In diesem Bild fehlt nun schlicht und einfach der Außenleiter. Neutralleiter und Schutzleiter sind angeklemmt, man kann das hier oben im Bild sehen.
der Außenleiter fehlt. Für diesen Fall sollen alle 3 Lampen nicht leuchten, so steht es auch im Schema. Das Ganze ist mit Open Hot beschriftet. Sollte man nun den Neutralleiter rechts angeklemmt haben und den Außenleiter links dann eben nicht angeklemmt haben, so ist die Anzeige gleich. Das heißt, in diesem Modus wird einfach nur festgestellt, dass der Außenleiter fehlt. Genau dann leuchten alle 3 Lampen nicht. Im nächsten Fall fehlt nun der Neutralleiter, Schutzleiter und Außenleiter sind angeklemmt. Man kann das hier oben im Bild sehr leicht erkennen. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob der Außenleiter nun rechts oder links angeklemmt ist. Es wird hier nur auf den fehlenden Neutralleiter geprüft. Wir sehen, das Ganze ist mit Open Neu, also Open Neutralleiter beschriftet und dabei leuchtet nur die rechte grüne LED. Nun kommen wir zum letzten Fall auf diesem Schema. Dabei fehlt der Schutzleiter. Das Ganze ist mit Open Ground beschriftet. Wir sehen, der Schutzleiter ist nicht angeklemmt. Es leuchtet jetzt in der Mitte die grüne LED. Die beiden anderen LEDs leuchten nicht. Das ist natürlich ein kritischer Fall, der unbedingt einer Ausbesserung bedarf. Der nächste Fall wird ein Fall sein, der nicht auf dem Schema vorhanden ist. Dieser Fall ist also nun nicht auf dem Schema vorgesehen. In diesem Fall sind der Neutralleiter und der Schutzleiter vertauscht. Wir sehen das hier oben, Schutzleiter und Neutralleiter sind vertauscht und es wird zu überraschenden Ergebnissen kommen. Deshalb sollten Sie jetzt der Sache unbedingt weiter folgen. Ich habe hier eine Lötstation an den gleichen Stromkreis angeschlossen, um zu demonstrieren, was nun wirklich passiert. Ich werde gleich den Stromkreis mit dem Transmitter in Betrieb nehmen und wir werden sehen, dass zumindest in diesem ersten Fall nun dabei meine RCD bzw. mein FI-Schutzschalter rausfliegen wird. Das ist genau jetzt geschehen. Das ist ja auch gut so, dass das passiert, denn damit ist ja dieser kritische Fall dann auch erfasst. Für die folgende Situation habe ich nun keine genaue Erklärung. Nach dem Wiedereinschalten der RCD zeigt der Transmitter nun eine korrekte Verschaltung an, obwohl der Neutralleiter und der Schutzleiter nach wie vor vertauscht sind. Ich habe daraufhin die Stromzufuhr zu dem Transmitter, also zu der Steckdose, abgeschaltet. Das werden wir gleich sehen, das ist jetzt der Fall, und wieder eingeschaltet. Und trotzdem fliegt die RCD nun nicht raus, ganz im Gegenteil zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Auch ein abermaliges Abschalten und wieder Einschalten der Steckdose führt nun nicht dazu, dass die RCD abschaltet. Das ist ein Verhalten, für das ich an dieser Stelle tatsächlich keine gute Erklärung habe. Man sollte sich aber hier im Klaren darüber sein, dass man damit diesen Fehlerfall, das Vertauschen von Neutralleiter und Schutzleiter, mit diesem Messgerät auf diese Weise nicht vernünftig erfassen kann. Zuletzt teste ich nun noch die Funktion der Prüftaste für die RCD. Die Schaltung ist nun korrekt installiert. Das Ganze ist für eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 30 mA ausgelegt. Indem ich nun die Prüftaste betätige, sollte die RCD auslösen. Ich betätige nun die Prüftaste und die RCD löst tatsächlich aus. Ich kann also hier tatsächlich die Funktion der RCD vernünftig überprüfen. Ja, ich hoffe, ich konnte damit alle Fälle, die in diesem Schema vorgesehen sind, anschaulich darlegen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.